Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es hier eine Runde Shakes and Fidget. Wir befinden uns gerade auf F9 und ja, hier haben wir auf dem Server am Wochenende einen ziemlich starken Bug gehabt mit dem Login-Kalender. Und ja, da wollte ich euch ja nochmal informieren, was jetzt nun dort passiert ist. Natürlich kam es auf dem Server, wie bereits schon erwartet, zu einem Rollback und ja, der Server wurde quasi einen Tag lang fast offline genommen und der Fortschritt wurde dann an den Tag dann zurückgesetzt, 24 Stunden zu dem davor gehörigen Tag. Und ja, das ist natürlich erstmal gut, dass sie da, sag ich mal, so interveniert haben und gesagt haben, okay, wir nehmen das jetzt erstmal offline, und Rollback musste natürlich kommen, weil es war natürlich alles broken. Wir haben ja in der Ehrenhalle hier die ersten 800er gesehen und so weiter und so fort. Ne, das ging natürlich alles gar nicht. Ja, leider ist es mal wieder dazu gekommen, was schon mal und ich glaube schon öfter mal passiert ist auf dem Server hier, dass es bei manchen, nicht bei allen, zu vielen Bugs bzw. Fehlern kam beim Rollback. Ich muss sagen, für mich persönlich, ich habe jetzt nichts weiter festgestellt. Unter anderem kam es dazu, dass Leute ja, kurz vor dem Kalender-Level up war und der Kalender komplett zurückgesetzt worden ist. Also ihm fehlt da quasi ja, 19 oder 18 Tage irgendwie Progress, was den Kalender angeht. Ne? Dann wurden teils ja, Pilze, die in dem Zeitraum ausgegeben worden sind, wurden nicht wieder gut geschrieben. Ressourcen wurden abgezogen, Gold wurde abgezogen, was gemacht worden ist. Und im Prinzip haben die Spieler ja quasi mal wieder so die Arschkarte sozusagen auf dem F9-Server, mit ja, die halt eben hier drauf spielen. Weil am Ende des Tages, ja, es wurde kritisiert auf jeden Fall, dass die Leute hier halt eben so Bug-Abusing gemacht haben, so mäßig, ne? Aber es war ja schon klar gewesen, dass das Ganze gerollbackt wird, ne? Unter anderem wurde dann halt eben so, wie der Live-Test-Server nun mal ist, wurde hier halt eben nun mal dann auch getestet, was dann passiert, ne? Natürlich ist das keine Rechtfertigung dafür, dass man Bugs usen sollte, das ist ganz klar. Ne? Also wenn man das so heimlich für sich macht, unter wirklich das ausnutzt, sag ich mal, über eine längere Zeit, finde ich, ist das nochmal was anderes, als wenn man jetzt weiß, okay, wir werden jetzt zurückgesetzt, dann geben wir heute nochmal alles so. Ne? Wie gesagt, ist natürlich auch, ich hatte in dem Video ja auch da ein paar Mal auf den Login-Kalender geklickt gehabt, um das Ganze halt eben zu demonstrieren für euch. Ne? Hätte auf jeden Fall gereicht, hätte ich das ein-, zweimal gemacht. Ich hatte es dann ein paar Mal mehr gemacht, so just for fun mäßig, weil ich weiß, okay, wir leiden jetzt sowieso auf dem Server wieder unter einem kompletten Tagesverlust im Vergleich zu allen anderen Welten. Ne? Also wir sind wieder einen Tag hinter allen anderen sozusagen mit dem Progress, und das ist natürlich eben sehr schade, gerade weil wir halt hier auf dem Server auch viele Leute haben, die sehr, 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 sehr stark hier performen, auch in Bezug eben zum Beispiel auch Horizon, ne, die ja eben auch eine sehr starke Guild ist, wo sehr viele starke Spieler drin sind und sich sehr viel Mühe geben, sag ich mal, oben mitzuspielen, und da dann so ein Tag, ja, der dann da fehlt, ist halt dann einfach ärgerlich so. Ne? Und ja, es gab dafür auch eine Entschädigung, eine kleine, allerdings hält die sich natürlich so ein bisschen, sag ich mal, in Maßen so, ne? Also es ist jetzt so gekommen, dass wir auf F9 einen Tag länger von dem Event jetzt profitieren dürfen. Ne? Zum Zeitpunkt der Aufnahme haben wir es jetzt auch gerade Mittwoch und wir haben das Event hier schon aktiv, und ja, das ist natürlich cool, soweit es geht, die Events auch einem was bringen würden, denn ja, viele Leute haben halt eben Verlust von Gold, von Statpunkten, von XP, ne, von Ressourcen, alles mögliche, von Pilzen, so, und die Events, die wir jetzt haben, die sind zwar zahlreich und das sind auch sehr viele, aber am Ende des Tages bringt es einen nichts wirklich so. Wir haben halt Prachtparade der Pilze, toll. Da kann man sich jetzt auch nichts von kaufen, sag ich mal, für den Verlust. Ne? Auraler Großputz braucht schon lange keiner mehr auf dem Server hier. Also, ne, ich spreche jetzt für die Leute, die halt wirklich jetzt schon Jahre mit dabei sind hier. Ne? Tag der tollkühnen Tiere ist auch jetzt nicht unbedingt sehr wertvoll.
Festungsevent brauchen wir auch schon lange nicht mehr. Genauso wie das Seelen-Event, da sind wir alle schon Ewigkeiten fertig. Hexentanz ist ganz toll, ja, aber das brauchen wir eigentlich auch gefühlt nur einmal und dann hat man ja alle Items soweit fertig, ja. Beziehungsweise, ja, hätten wir halt eben so ganz normal halt eben das Wochenende auch gehabt, wäre es auch gut gewesen, aber gut, ne? Tag des heißen Eisens brauchen wir auch nicht. Epic Kaufrausch braucht mir auch keiner erzählen, dass das hier jemand braucht, großartig auf dem Server. Außer natürlich die irgendwie, weiß ich nicht, in den Bereichen hier spielen. Ja? Also gar nichts gegen die Leute hier, ne? Aber es geht halt wirklich eher um die Leute, die wirklich schon hier lange auf dem Server sind. Und F9 ist nun mal ein alter Server. Also es ist zwar ein Fusionsserver, ein neuer Fusionsserver, aber da sind sehr viele alte Server zusammenfusioniert worden. Und ja, genauso wie das letzte Event, Schwarzsteinrausch, ist halt eben auch etwas, was ganz cool ist für neuere Server, für Serverstarts ist das huge, also ist das Event überhaupt so, ne? Aber ja, ich glaube, ich sehe hier also wenn ich hier einen in den Top 100 sehe, ja, der nur einen einzigen schwarzen Stein hat, ne? Also das ist wirklich, ja, das ist zwar, oh, Mensch, Breckus, warum musst du mir jetzt so in den Rücken fallen hier, Alter? Das gibt's doch nicht. Was soll das jetzt hier, hä? Was soll das jetzt? Ja, aber ihr wisst, was ich meine, auf jeden Fall, ne? Aber es sind halt Events, die jetzt quasi den verlorenen Fortschritt jetzt nicht wieder ausgleichen oder so, ne? Das sind Sachen, ja, die hätten wir jetzt sowieso gehabt zum Halloween-Event und die hätten uns da genauso viel gebracht wie jetzt. Halt einfach, ja, für die Late-Game-Charts sind die Events halt eben weniger interessant. So, das ist ja nun mal so, ne? Und es wäre halt eben schön gewesen, wenn man dorthin gehend halt eben, ja, zumindest ein Gold- oder XP-Event gehabt hätte, abseits der Server, die jetzt halt eben die anderen normalen Events haben, so. Nicht, dass wir irgendwie bevorzugt werden wollen, sondern halt eben einfach, damit wir so ein bisschen das wieder ausgeglichen bekommen, was wir halt eben verloren haben. Und ja, ich mache das Ganze ja schon und alle Leute, die auf S31 früher dabei gewesen sind, ja schon etwas länger mit. Jetzt hat das Ganze an Tragweite gewonnen, weil viel mehr aktive Spieler, die auch woanders aktiv sind, die jetzt nicht nur YouTube schauen, sondern auch in der SF-Taverne, auf dem Discord, im Forum gibt es ja nicht mehr, in Livestreams unterwegs sind und dann halt eben über diese Probleme halt eben auch sprechen und berichten so. Ne? Früher war ich gefühlt so ein bisschen damit alleine gewesen, weil der Server, auf dem ich gespielt habe, S31, der hatte sonst niemanden, der jetzt darüber berichtet hat, großartig. Da waren Spieler da drauf gewesen in Celtic, die haben halt so für sich gespielt, ne? Das sind, ich würde auch ein bisschen sagen, wahrscheinlich ältere Generationen, die haben mit den Medien so nichts mehr, denke ich mal, so am Hut. Aber jetzt sind halt viele neue hier eben halt auch da drauf und jetzt nimmt das Ganze ein bisschen mehr Tragweite und ja, das ist auf jeden Fall gerade deswegen, weil die Leute sich das ja auch nicht ausgesucht haben, auf einem Live-Test-Server sozusagen irgendwie zu sein, wo halt eben die Fehler vorab immer so ja, erscheinen, ist das natürlich nicht so geil. Ne? Für mich persönlich, habe ich ja auch in der Vergangenheit schon öfter gesagt, es ist natürlich ganz cool, dass man die Events einen Tag hier vorher mit seinen Main testen kann. Das finde ich auch nach wie vor immer noch geil. Ne? Das habe ich in der Vergangenheit auch als sehr gut empfunden. Allerdings haben wir halt auch schon sehr viel mitgemacht, wo wir sehr starke Einbußen hatten. Zum Beispiel halt eben auch bei mir mit S31, dass wir ja, lange Zeit, ein halbes Jahr oder noch länger, halt eben von diesen Goldgruben Bug oder so, wie das damals war, oder das Feature war es ja damals, ne? Ein Bug wäre ja verboten gewesen, war ja ein Feature, dass wenn die Goldgrube auf die Hälfte des Füllstands voll läuft, man eine Aktivität in der Unterwelt macht und dann hatte man eine komplette volle Goldgrube abholen können. Ja, das war ein Feature, was man, glaube ich, ein halbes Jahr oder sowas benutzen konnte. Das konnten alle benutzen, außer halt eben die Leute, die auf S31 gespielt haben, wodurch es natürlich auch zu extremen Stat-Unterschieden kam, könnt ihr euch vorstellen, gerade im Late-Game, wenn die Mine maxed ist sozusagen auf 100 und man das maximale Level-Cap erreicht hat, bei 632 geht das natürlich gut ab. Ne? Und ja, das sind alles so eine Sachen und ja, ich hatte auch auf jeden Fall bei Playa so ein bisschen Bescheid gesagt, dass die Grundstimmung auf dem Server halt eben
nicht sehr, sehr gut ist. Die Grundstimmung in ganz Shakes and Fidget ist ja momentan nicht gerade auf Peak Performance, weil es in der Vergangenheit jetzt so viele Bugs gab und deswegen sind die Spieler ja generell schon, sag ich mal, ein bisschen angefressen, aber auf F9 ist die Stimmung momentan ja, noch mehr am Kippen, sag ich mal, weil man halt eben ja, im Vergleich zu anderen Servern halt eben mit solchen Sachen auch ja, eher benachteiligt wird, sag ich mal. Ne? Und ja, da hatte ich dann eben mal nachgefragt, ob es da irgendwie auch eine Entschädigung gibt, weil ich gesagt habe, die Grundstimmung ist hier auf dem Server wirklich nicht geil, aufgrund dieser Performance, sag ich mal. Ja, und dann kam halt eben dieses Event, beziehungsweise diese Entschädigung, dass wir einen Tag länger diese ganzen Events haben hier. Ja, was jetzt halt eben aber auch nicht so so krass ist auf jeden Fall. Also es ist jetzt nicht das, was ich mir unter dieser Entschädigung vorgestellt habe, ne, sag ich mal so, wie es ist. Ne. Ja, Freunde, auf jeden Fall das so momentan die aktuelle Lage auf dem F9-Server. Ich denke mal, die meisten werden das hier genauso sehen, die hier drauf spielen. Und ja, ist natürlich ziemlich, ziemlich schade. Da hier ja eben auch viele zahlende Kunden mit dabei sind und die zahlenden Kunden quasi als Tester sozusagen zu nehmen, finde ich halt ziemlich schwierig und dann eben auch, wenn sowas passiert, halt eben auch nicht wirklich ein Ausgleich dafür stattfindet, sag ich mal. Ne? Das ist eigentlich so, dass es ist ja nicht mal schlimm, dass das passiert und dass das hier auf dem Server ist und so, ne? Weil dann kann man intervenieren, bevor es live geht auf alle anderen Servern, hat man zumindest Schadensregulierung ein Server so. Ne? Wenn man dann halt eben, wenn es zu Bugs kommt, die halt eben auch gerecht ausgleichen würde, weil wie gesagt, hier spielen halt eben zahlende Spieler auf dem Server und das ist halt eben das ist ein No-Go. So, dafür gibt es halt die Testserver. Ich weiß, auf Testservern kann man auch nicht alles so, sag ich mal, testen, wie man es auf einem Live-Server testen kann. So, ne? Das geht auch nicht immer alles so zu 100%ig. Das ist leider auch so. Ne? Aber dann muss man halt eben gucken, dass da der Ausgleich zumindest stattfindet, irgendwie, finde ich persönlich so. Ja, Freunde, das war es erstmal soweit zu der Lage auf F9. Was natürlich ganz geil ist, wir können diese Ansicht hier einen Tag länger genießen. Ich finde die sehr geil. Wie gesagt, ich bin ein Fan davon, von diesen Individualitäten hier in Shakes and Fidget. Ich finde, da soll es viel mehr von geben. Ne? Nebel zu Halloween, Schnee zu Weihnachten, ja, lass es Laub oder sowas fallen zu Herbst oder so. Ne? Ein bisschen Sonnenschein zu Frühling, keine Ahnung, sowas alles kann man hier hinzufügen. Das sind so Kleinigkeiten, die würden mein Spielspaß auf jeden Fall deutlich vergrößern. Ja, aber das ist momentan leider eben nicht so der Fall. Ne? Trotzdem spiele ich das Spiel nach wie vor gerne, aber momentan ja, muss man halt einfach so das benennen, wie es ist. Und ja, schreibt mir auf jeden Fall sehr gerne eure Meinung dazu in die Kommentare. Und ansonsten sehen wir uns natürlich dann ja, morgen wieder zum nächsten Video. Bis dahin alles Gute, haut rein und bis zum nächsten Mal.